Iranische Drohnen und iranische Raketen werden auf Dubai abgefeuert. Sind die Vereinigten Arabischen Emirate als Auswanderungsland noch sicher, noch zu empfehlen? Mit dieser brennenden Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Ich nehme dieses Video auf am 1. März 2026, am Sonntag. Auf die Nacht vom Freitag zum Samstag haben Israel und die USA den Iran angegriffen. Der Ayatollah Khamenei wurde dabei getötet und andere Mitglieder der iranischen Regierung und des iranischen Regimes sind ebenfalls bei diesen Angriffen getötet worden. Man muss ganz klar sagen, dass aus Sicht des Völkerrechts, aber auch aus Sicht des amerikanischen Rechtes es sich ganz klar um einen nicht legitimierten Angriffskrieg handelt. In den USA kann gemäß der amerikanischen Verfassung allein das amerikanische Parlament über einen Krieg entscheiden, außer es liegt ein Notfall vor, aber das war hier natürlich nicht gegeben. Besonders problematisch ist, dass Präsident Trump ja sagt, man wolle verhindern, dass Iran jemals eine Atomwaffe besitzt. Nach dem Angriff auf den Iran vor rund einem Jahr hat aber der gleiche Präsident Trump ja ebenfalls gesagt, dass man die Anlagen des Iran zur Aufbereitung von Uran komplett zerstört habe und dass es dem Iran nun nicht mehr möglich sei, eine solche Atomwaffe zu bauen. Und nun kommt es zu diesem Krieg. Man hat ganz klar das Gefühl, dass sich die USA hier von der israelischen Regierung unter Benjamin Netanyahu mal wieder vor den Karren spannen lassen. Netanyahu hat es sich ja zu seiner Lebensaufgabe gemacht, das iranische Regime zu stürzen. Man muss sagen, dass historisch natürlich Iran und Israel eigentlich ziemlich gute Beziehungen hatten. Ob das nun tatsächlich der richtige Weg ist, um wieder zu solchen guten Beziehungen zu kommen, wie sie vor der Machtergreifung durch die Ayatollahs zwischen Israel und Iran geherrscht haben, das ist natürlich eine sehr große Frage. Doch es sind nicht nur die Israelis, die diesen Krieg befürworten. Grundsätzlich hat das iranische Regime keine Freunde in der Region. So hat auch der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman wohl Trump bekniet, den Iran anzugreifen, auch wenn man öffentlich gemeinsam mit den anderen Golfstaaten die USA aufgefordert hat, von einem solchen Angriff abzusehen. Diese öffentlichen Bekenntnisse hat man vor allen Dingen wohl deswegen ausgesprochen, um zu verhindern, dass der Iran zum Beispiel saudische Ölanlagen angreift. Obwohl sich also die anderen Golfstaaten öffentlich gegen einen Krieg ausgesprochen haben, haben die Iraner ihre Nachbarstaaten, ihre Bruderstaaten hier intensiv mit Raketen und Drohnen angegriffen als Vergeltungsschläge. Man hat davor gewarnt, dass das genau passieren wird. Das iranische Regime sieht diese anderen Golfstaaten als Alliierte der USA und das ist natürlich auch zum Teil korrekt, denn es gibt ja viele amerikanische Basen in der gesamten Golfregion. Alleine auf die Vereinigten Arabischen Emirate wurden über 500 Drohnen abgeschossen und fast 200 Raketen. Das am gestrigen Samstag, den 28. Februar 2026. Die meisten dieser Geschosse wurden abgefangen durch die Luftabwehr der Vereinigten Arabischen Emirate. Man hat aber natürlich dennoch gesehen, dass einige Geschosse ihr Ziel erreicht haben und es gab zum Teil leichte Schäden an Gebäuden. Aber natürlich das Gefühl der Unsicherheit ist groß. Leider sind auch einige Tote und Verletzte in Dubai zu beklagen. Der Luftraum über den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie auch in der gesamten Region, bleibt geschlossen. Viele Touristen sitzen fest, sie können nicht weg. Dubai ist natürlich ein sehr wichtiger Verkehrsknotenpunkt, genauso auch wie Doha. Ich bin erst vor einigen Wochen über Doha in die Philippinen geflogen, ein wunderschöner Flughafen dort. Die haben da ja so eine Art Oase mitten in den Flughafen gebaut. Also tatsächlich eine beeindruckende Konstruktion, das muss man ganz klar sagen. Aber jetzt steht eben alles still. So für viele Europäer, für viele Deutsche, Österreicher und Schweizer stellt sich jetzt die Frage, soll man weiterhin nach Dubai auswandern? Dubai war ja in den letzten Jahren extrem populär. Es galt als extrem sicher. Sicher auch vor allen Dingen geopolitisch. Viele machen sich ja Sorgen über das, was dort im Osten Europas passiert, in der Ukraine. Und man hat dort also Dubai als einen Zufluchtsort gesehen. Und tatsächlich hat sich Dubai auch als ein Zufluchtsort bewährt. Denn sehr viele Russen, sehr viele Ukrainer sind ja in den Jahren vor dem Krieg bereits nach Dubai geflohen, haben sich dort Immobilien gekauft, haben ein Golden Visum erworben und haben sich so vor
wir den Krieg in der Ukraine in Sicherheit bringen können. Also der Sicherheitsaspekt, der ist ganz zentral natürlich für das Image Dubais. Und jetzt gibt es diese Angriffe, auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt, also bei der Aufnahme dieses Videos, die Schäden gering sind, es wenige Tote und Verletzte gibt, ist natürlich schon dieses Image vom sicheren Dubai leicht angekratzt und man fragt sich, wie es jetzt weitergehen soll. Ich habe vorhin in unserer Telegram-Gruppe unseres New Horizons Club mal nachgefragt, wer gerade in Dubai ist und wie die Stimmung so ist. Einige haben sich dann gemeldet. Sie halten das, was in den Medien gesagt wird, für übertrieben. Sie fühlen sich dort sehr sicher. Aber natürlich, der Flughafen ist gesperrt, was natürlich zu einem gewissen Chaos und zu gewissen Einschränkungen führt. Nun, die Situation ist natürlich jetzt so, dass sich viele fragen, die nach Dubai auswandern wollen oder auch Dubai als ein Plan B-Standort erwägen, ob das tatsächlich noch eine gute Idee ist oder ob das alles nur eine Illusion war mit dem sicheren Dubai, die jetzt wie ein Kartenhaus sozusagen in sich zusammenfällt. Also meine Meinung ist dazu folgende: Wenn man die Situation ganz nüchtern betrachtet, auch schon früher, dann muss man sagen, dass auch in Dubai natürlich eine totale Sicherheit nie gegeben hat. Bei einem unserer letzten Seminare in Zürich, als der General außer Diensten Erich Warth dabei war, lange Sicherheitsberater von Kanzlerin Merkel, haben wir genau über dieses konkrete Szenario gesprochen. Er analysiert ja bei diesen Seminaren oftmals bestimmte Gebiete für uns, wie sicher diese sind für einen Plan B oder für das Auswandern, und er hat genau über dieses ganz konkrete Szenario gesprochen, was wir jetzt erleben, also eine kriegerische Auseinandersetzung mit dem Iran und der Iran, der dann sozusagen als Vergeltung amerikanische Basen und Ziele in der Region, unter anderem eben in Dubai, angreift. Es gab auch schon im Vorfeld Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate. Man denke nur an 2022, als Houthis Ölanlagen in Abu Dhabi angegriffen haben. Die Houthi-Rebellen sind ja ebenfalls Verbündete des Iran und sie werden von den Vereinigten Arabischen Emiraten bekämpft aktiv. Also, das heißt, eine absolute Sicherheit meiner Meinung nach hat es in der Region noch nie gegeben. Aber dann ist natürlich die Frage, wo gibt es die schon? Wenn du dir Deutschland anschaust, und ich habe ja dazu schon andere Videos gemacht, und du schaust dir die letzten 500 Jahre deutscher Geschichte an, dann ist Deutschland eigentlich eines der Länder mit dem größten Risiko weltweit, in einem bewaffneten Konflikt zu sterben. Wenn du in Deutschland lebst, ist die Wahrscheinlichkeit, in einem Krieg oder einer anderen blutigen Auseinandersetzung zu sterben, 100-mal größer, als wenn du in den USA lebst. Ich meine tatsächlich 100-mal, statistisch erwiesen, und 30-mal größer als im Vereinigten Königreich. Mir ist klar, die letzten 80 Jahre gab es Frieden in Europa, gab es Frieden in Deutschland, aber wie gesagt, das ist eine historische Ausnahme. Wie lange das noch so weitergehen wird, wissen wir nicht. Deutschland aufgrund der geografischen Lage im Zentrum Europas wurde letztlich immer auch wieder zwischen fremden Mächten zerrieben. Wir denken nur an den 30-jährigen Krieg. Dort ging es gar nicht um deutsche Interessen. Dennoch ist bis zu ein Drittel der deutschen Bevölkerung bei diesem schrecklichen Konflikt ums Leben gekommen. Oder wir denken auch an die Zeit des Kalten Krieges nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Deutschland ganz klar Pufferzone war zwischen den Alliierten, die den Krieg gewonnen hatten. Auch wenn es jetzt irgendwann zu einem Konflikt kommen sollte, zum Beispiel zwischen der NATO und Russland, dann wäre Deutschland auch wieder logistische Drehscheibe und Aufmarschgebiet der NATO und stünde natürlich deshalb unter ganz extremen Risiko, hier zum Beispiel angegriffen zu werden. Viele der Aktivitäten der Amerikaner im Mittleren Osten werden übrigens von deutschem Boden aus kontrolliert, nämlich von Rammstein. Auch zum Beispiel der Irakkrieg 2003 wurde komplett von deutschem Boden aus koordiniert. Auch wenn wir allen nicht absehen können, wie ein solches Kriegsszenario sich in Deutschland entwickeln könnte. Man muss damit rechnen, dass solche Ereignisse zu unseren Lebzeiten noch eintreten werden. Das sage ich ganz klar. Umso mehr muss man sich natürlich vor allen Dingen um die jüngere Generation Sorgen machen, Kinder und Enkelkinder, wenn man nun an die ganze Aufrüstung in der EU denkt, möglicherweise an eine Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Man kann und man muss davon ausgehen, dass gerade die jüngere Generation zu unseren Lebzeiten noch in einem Krieg eingesetzt wird. Also so wie es Risiken in Deutschland gibt, gibt es natürlich auch Risiken im Mittleren Osten. Man muss sagen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate vorbereitet waren. Ich hatte ja vorhin gesagt, die meisten Geschosse, die vom Iran abgefeuert wurden, sind durch die Flugabwehr der Vereinigten Arabischen Emirate tatsächlich abgefangen worden. Nur wenige
haben ihr Ziel erreicht. Der Schaden war sehr begrenzt. Also insofern kann man sagen, dass die Vorsichtsmaßnahmen und die Verteidigungsmaßnahmen funktioniert haben. Jedenfalls bis jetzt. Man hat ja schon das Gefühl gehabt, dass die Gegenschläge des Iran eher unkoordiniert waren. Ein wenig chaotisch würde ich sie bezeichnen. Also man muss sehen, was da jetzt noch kommt. Möglicherweise kommt da ja noch der ganz große Angriff und dann wird man die Situation möglicherweise neu bewerten müssen. Aber wir wissen natürlich, dass wir als Menschen emotionale Wesen sind und Angst ist eben eine sehr mächtige Emotion. Und da helfen auch rationale Argumente vielfach wenig. Und man muss ganz klar sagen, dass natürlich das Image des sicheren Dubai auf jeden Fall jetzt beschädigt ist. Wie gesagt, ich würde argumentieren, es gibt keine absolute Sicherheit, auch in Dubai nicht. Wie groß dieser Schaden jetzt ist und wie schwerwiegend die Konsequenzen dann sind für den Standort Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate, das hängt natürlich davon ab, wie sich die Sache jetzt weiter im Iran und in der Region entwickelt. Wenn dieser Krieg schnell vorbei ist, wenn es im Iran dann eine Führung gibt, eine Regierung gibt, die kooperationsbereit ist, auch kooperationsbereit in der Region ist, die keine laufende Bedrohung für die Region ist, dann werden sich auch die Bedenken hinsichtlich Dubai natürlich relativ schnell zerstreuen. Wenn es zu einem lang anhaltenden Konflikt jetzt kommt mit dem Iran, möglicherweise mehrere Wochen, mehrere Monate, dann sieht die Situation natürlich anders aus. Und dann kann ich mir vorstellen, dass die Situation für Dubai durchaus problematisch wird. Vielleicht gar nicht, weil es dort viele Opfer geben wird in Dubai, aber weil natürlich viele Investoren, die ja dort letztlich für diesen Boom gesorgt haben, nicht nur Investoren im Immobilienbereich, auch Investoren, die dort in Unternehmen investiert haben, die dort Standorte aufgebaut haben, die dort selbst hingezogen sind. Wenn diese sich nicht sicher fühlen, dann wird dieser Zustrom von Menschen und Kapital möglicherweise versickern, was gerade für Dubai natürlich ein großes Problem ist, denn wir wissen, Dubai hat kein Öl. Wir wissen ja zum Beispiel, dass Dubai auch schon mal ein Bailout gebraucht hat von Abu Dhabi, während der letzten Finanzkrise, weil man im Grunde eben keine eigenen Ressourcen hat und wenn dann eben die externen Investments ausbleiben, die Situation ziemlich schnell zappenduster wird. Meiner Meinung nach hängt viel davon ab, was in den nächsten Wochen passiert. Wir bleiben natürlich dran. Wir sind ja auch viel in Dubai vor Ort. Ich bin jetzt selbst kein sehr ängstlicher Mensch. Möglicherweise ist das Ganze für den einen oder anderen auch eine Chance. Denn in jeder Krise gibt es natürlich auch immer jene, die von einer solchen Krise profitieren können. Jetzt halten gerade alle den Atem an und warten, was passiert, warten, was die nächsten Schritte sind, warten, wie schnell sich die Situation im Iran wieder normalisiert. Die iranische Bevölkerung ist natürlich mehrheitlich gegen dieses Regime, also niemand wird den Ayatollahs nachweinen, aber wie gesagt, sie haben ja schon vielfach gezeigt, die Ayatollahs, das Regime im Iran, dass sie dort ziemlich fest im Sattel sitzen. Ob das so einfach wird, wie sich das Trump und Netanyahu vorstellen, das wage ich einmal zu bezweifeln. Also dennoch hinsichtlich Dubais bin ich optimistisch. Dubai ist eine tolle Stadt. Was dort die Herrschenden in den letzten 20, 30 Jahren aus dem Boden gestampft haben, das ist schon sehr beachtlich. Und ich glaube nicht, dass man jetzt hier in Panik verfallen sollte, auch wenn es natürlich wichtig ist, dass man Risiken realistisch einschätzt. Aber dennoch weiß natürlich, dass Dubai vielen aus unserer Community schon immer suspekt war. Ich kann mich an die Aussagen von einigen unserer Mandanten erinnern, die gesagt haben, ich würde nie in einen Ort wie Dubai umziehen. Ich würde nie in ein Gebiet oder ein Land umziehen, was von absolutistischen Monarchen regiert wird. Jene Kritiker werden sich jetzt natürlich bestätigt sehen und jeder hat natürlich auch andere Präferenzen. Deswegen sind wir natürlich auch nicht auf einen Standort festgelegt wie Dubai, ganz egal, wohin du auswandern willst oder wo du deinen Plan B etablieren willst. Wir haben sehr starke Kompetenzen im amerikanischen Bereich, sowohl Nordamerika, also USA und Mexiko, wie auch Mittelamerika und dann natürlich Südamerika. Wir haben viele Aktivitäten im asiatischen Bereich, insbesondere in den Philippinen, wo wir auch ein Team haben. Also es gibt natürlich zu Dubai schon auch noch Alternativen, aber man muss schon sagen, dass die Kombination von Dubai, Lifestyle, günstige Steuern und Sicherheit schon einmalig ist. Das muss man ganz klar sagen. Ich meine jetzt nicht nur äußere Sicherheit, sondern auch eben die innere Sicherheit. Und wir wünschen uns natürlich alle nicht, dass sich daran etwas ändert. Aber eben, man muss flexibel sein, man muss agil sein. Das ist ja genau einer der Gründe, warum wir dir empfehlen, dass du dich bei einem Plan B nicht nur auf einen Standort fokussierst, sondern idealerweise in verschiedenen Weltregionen der Welt präsent bist, in verschiedenen Weltregionen ein Refugium hast, nicht nur in einem Land, nicht nur an einem Standort. Denn wie gesagt, wir müssen akzeptieren, dass es zu geopolitischen Krisen wie der jetzt im Mittleren Osten kommt. Es gibt keine absolute Sicherheit. Meistens sind ja aber diese Unruhen nur von temporärer Natur. Und
du kannst dann, wenn du mehr als ein Refugium hast, zum Beispiel sagen, gut, jetzt konzentriere ich mich eben mal auf ein anderes Land, auf eine andere Region. Deswegen gebe ich Dubai in unserem Beispiel nicht auf, aber ich konzentriere meinen Aufenthalt mal temporär auf andere Regionen dieser schönen Welt. Also, wenn du Pläne hast, nach Dubai auszuwandern oder Dubai als ein Plan B-Standort zu verwenden, dann würde ich jetzt nicht die Flinte ins Korn schmeißen, würde ich jetzt nicht die Hoffnung aufgeben. Ich würde die Situation beobachten. Ich würde schauen, was passiert. Und idealerweise würde ich mir eine Struktur aufbauen, ein System aufbauen, das als Basis mehr als einen Standort hat. In diesem Sinne, wenn auch du dich mit dem Thema Auswanderung oder Plan B beschäftigst, ganz egal, ob nach Dubai oder in ein anderes Land, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Ich selbst habe Deutschland, habe die EU vor 25 Jahren verlassen und seitdem in einigen Ländern gelebt. Seit 20 Jahren helfen mir Mandanten dabei, sich steuerlich im Ausland optimal aufzustellen, Vermögen aufzubauen, zweite Staatsbürgerschaften zu sichern, Aufenthaltstitel zu beschaffen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.